Kawakala senyo bo senyo. Ma sen ma betina. Ba be saba no go be nda. Yina bade. Do pulu baji la fo menja yele ba tie wo. Na pulu asemele. De a tele balon nemo. Ankando wate. Bagyeli. Les pygmées Bagyeli, c'est des gens qui vivent dans la forêt. Je pense que ces gens, ils aiment bien leur tradition. Ils aiment les traditions, ils aiment vivre dans la forêt parce qu'ils vivent que de la chasse et de la cueillette. Donc je pense que les pygmées Bagyeli, c'est des gens qui ils ne veulent pas devenir modernes, mais à cause de nous, les guides et les touristes qui arrivent. Donc nous risquons les rendre un peu modernes, nous risquons les rendre un peu autrement. Je pense que c'est des gens qui veulent vivre dans la nature, ils aiment cette vie dans la forêt. Yo, je veux non fait. Yo, ma pino, bois, quoi, les mains. Le Bagyeli ne peut jamais laisser la brousse, parce que la brousse, c'est sa ressource fondamentale. Sans la brousse, il ne peut jamais être à l'aise. The Bagyeli Bakola project is a project aiming at documenting the language of these forest foragers, these people who live from the forest. We see that the language is changing and we want to document it now that it is still spoken by the people who still practice their ways of lives. In the last 20-30 years, we have come to realize that with the fast changing in the world, languages are disappearing at a very fast rate, and that if it goes on like this, and it probably will go on like this, then within 100 years or so, most of the languages of the earth will have disappeared. It is sponsored by DOBES, which is a funding scheme from the Volkswagen Stiftung. Volkswagen Stiftung finances a lot of scientific research, and they have a long scheme for documenting endangered languages all over the world. We have three main players in the team. It started off with Daniel Duke, who is a PhD student of mine and who has been working with pygmies for a lot of decades. And he was working in the Kwasho area. Kwasho is the language that the Bakola people, the Bagyeli people are very much influenced by. Then we have Emmanuel Ngué from the University of Yaoundé. He had already been working with Dan also on writing about the languages of his area. And Nadine Borchardt, who is new in this area, but she had been doing documentation in other projects, and she had been working on language in Nigeria. Then we have in our team many people of course, who help us with getting the materials, with translation, and those are François Jäger. He really organizes a lot for us to make things happen. He translates, he mediates, he prepares a lot of the documentation that we do, the agreements with the people where we live. Alors tout ceci, c'est sur son accord, sur son autorité. C'est avec sa permission qu'il a demandé à tous ses administrés d'être en accord familial avec tout le monde pour qu'ils puissent travailler la main serrée avec les amis. Sie sprechen eine Bantu-Sprache und in dem großen Gebiet, in dem sie leben, sind sie nicht die einzigen Sprecher. Es gibt noch ganz verschiedene andere Gruppen von auch Bantu-Sprechern. Allerdings sind das keine Jäger und Sammler, sondern Farmer. Und davon gibt es 8.
Allerdings haben wir uns im Team auf 3 von diesen Gruppen spezialisiert. Das heißt, unsere Bagyeli sind in Kontakt mit diesen Bantu-Farmern und werden von diesen anderen Sprachen beeinflusst. Und diese 3 anderen Sprachen, auf die wir uns spezialisiert haben, sind einmal Bassa im Norden, das ist das Gebiet von Emmanuel, das Kwasio-Gebiet, darauf hat sich Dan spezialisiert, und ich bin in dem Sprachkontaktgebiet der Bulu. There is, of course, the issue of how we call them, or how do they call themselves, because we have 2 major appellations, Bakola and Bagyeli. Bakola are believed to be the ones on the Bassa side and Bagyeli for the rest. I call them according to what they call themselves. Most of them, the greatest majority of them call themselves Bagyeli. Project has been going on now for 3 years. We are in the last year. And we are trying to reach our goals, to get all the things documented, to get all the films that we promised. We're back together again after being spread out in different parts of the world, and we're focusing on tying everything up now. Je crois que c'est ici. C'est-à-dire là où il y a le drapeau, c'est ici, ouais. Maison Blanche, voilà. Dieses Jahr haben wir eine Tanzveranstaltung in Ngolo gefilmt, dem Dorf, in dem ich hauptsächlich arbeite. Und das war ganz besonders für mich, weil ich die Leute alle so gut kenne und weil ich auch mittlerweile relativ gut mit ihnen reden kann. Was ist so? Menyewe. 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 Voilà. Chez les Bagyeli, ils ont plusieurs sortes de danses. Ils ont la danse de Bapeya. Actually, Mpeya is initially the name for a ghost. And Bapeya is ghosts, that is plural of ghost. And the dance is all about a ghost appearing during the dancing. So this is the major dance of Bakola, which is performed ritually, in a kind of ritual way. This is normally meant for special ceremonies, though because it is very popular, it has just become now an entertaining dance. Angeblich auch. The extreme way of performing it is when it ends by having a palm tree destroyed. At the end of the dance, usually at dawn, they climb on top of a palm tree and only using their hands and feet will destroy all the palm leaves. And you know that most of the palm leaves, and if not all of them, have thorns, but they would still destroy it completely. This is really where it culminates.
Als er dann runtergekommen ist, haben wir alle ein Stück Gras bekommen, das man uns um den Hals gebunden hat, als Schutz vor der Maske, die den Baum runterkommt. Und damit war dann die Tanzveranstaltung abgeschlossen und es war ganz außergewöhnlich, das zu sehen. Wie der Name schon sagt, geht es bei Dobis also um die Dokumentation bedrohter Sprachen. Aber Sprache wird natürlich nie für sich gesehen. Sprache wird in einem Kontext gesprochen und dieser Kontext ist eben auch die Kultur. Und da die Kultur der Bagyeli bedroht ist, dokumentieren wir natürlich auch die Kultur und dazu gehören dann alle die Aktivitäten, die wir auch gefilmt haben. Fallen bauen, Honig sammeln, Brot backen, alle Aktivitäten im Dorf, denn das ist wirklich das Umfeld, in dem die Sprache gesprochen wird und deswegen ist das ganz wichtig, dass man auch den kulturellen Aspekt mit einbezieht und mit aufnimmt. Ende August 2012 findet die WOCAL statt. WOCAL steht für World Congress of African Linguistics. Das ist eine Konferenz, die alle 3 Jahre stattfindet. Das letzte Mal war das in Köln 2009 und es ist riesig. Also es werden ungefähr 500 bis 600 Afrikanisten erwartet, die dann vortragen werden zu diversesten Themen. Und das ist natürlich schön, dass wir dann im Team unsere Ergebnisse vortragen können oder Teile unserer Ergebnisse. Und es ist dann auch schön, die Kollegen wieder zu treffen und sich auszutauschen. Wir werden uns zusammensetzen und dann einige grammatische Phänomene diskutieren, mit denen wir noch Probleme haben oder einfach nur um zu gucken, wie das in den benachbarten Sprachen funktioniert, um besser einordnen zu können, was wir hier in diesen Sprachen vorfinden. Bakola has an important phenomenon, an expressive phenomenon known as idiophones or sound symbolism, whereby meaning is expressed in a way that tries to imitate the reality. That is, it symbolizes reality. Yeah. So you could say he was even showing how the arrows were hitting him, you know, beep, 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 beep. That is many of them. He threw many of them and they just kept hitting it in a very rapid way, and it's sometimes that happens so naturally and so usually that we cannot exclude it from, you know, the structure of this language. We started our recordings as a team in the settlement of Bibira, which is about 30 kilometers south of Kribi, and it's a place I've been visiting probably for a year before the project started. So we had some previous knowledge, friendship with the people. And we didn't really realize that Bibira was right in ground zero of a giant project to create a new port for Kribi. So it just so happened that where their camp was right where just 100 meters from where they're making a big jetty into the ocean. And this jetty is a huge thing. It's going to go 10 kilometers into the ocean. At the end will be a giant port. It's a huge project, and it means they're clearing about 10 kilometers in either direction, completely clearing the forest. So when I started visiting Bibira, there was talk of the port, but we didn't know where it would be. It turned out that it's right there. And so they were told they had to move, and they were very worried about it. Now it's the 3rd year, and we've come back, and they've got a new settlement. Ich weiß noch nicht, ob das Dorf jetzt umbenannt wurde, aber das ist eigentlich das neue Bibira. Wenn man sich an letztes Jahr erinnert, war im Grunde ein Stück weiter die Straße runter nach da hinten. Mittlerweile sind sie umgesiedelt worden und die Regierung hat ihnen diese neuen Holzhäuser gebaut und es sieht eigentlich ziemlich unfassbar aus, aber andererseits auch ein bisschen traurig eigentlich, wenn man sich überlegt, dass die Leute vorher im Wald gelebt haben und jetzt sind die Wälder rundherum eigentlich alle abgeholzt und sieht aus, als wenn sie in der Wüste wohnen. Das ist ein bisschen komisch, aber wir werden sie gleich mal selber fragen, was sie dazu sagen und ob sie hier glücklich sind. Pe na mo de ka chen je na na numba ye pe fu le mo de te ye sa le yo don po ya je fu ba fu le bi go na je ji wa ya pa le nya be ntan do be vu
kona ya jule ma ya pa da la bangondo Adjina na libi wa bikina min jangna o jare tu bikina bija min jangna na mo lo wo ta sa me nya me bia le na yo Morangi wala wa mambo Nga mbo wa sa le wa nje Masala lenchina Comment C'est quoi? Mais sa femme là Elle est morte. Elle est morte. J'étais pas au courant. Oh là là. Des Weiteren mussten wir erfahren, als wir nach Bibira kamen, dass Nampundi Marceline verstorben ist. Das ist die Frau von dem Chef, Jong Samuel, also die älteste Frau im Dorf. Das muss letztes Jahr im November gewesen sein. Das hat uns schon getroffen, denn wir haben ja die letzten Jahre immer mit ihr gearbeitet, haben sie interviewt und sie war immer da. Sie hat sich immer sehr schick gemacht, wenn wir kamen. Und es fühlt sich schon komisch an, wenn man sieht, wie die Umgebung hier zerstört wird, wie sich alles so rapide ändert, aber auch wie die Leute dann sterben, was vielleicht normal ist. Sie war schon alt und uns wurde gesagt, dass sie Grippe hatte für eine Woche und dann ist sie an der Grippe gestorben. Was es letztendlich war, weiß man natürlich nicht genau, aber ja, es ist schon irgendwie traurig und es geht einem auch irgendwie nah. Nous allons maintenant partir pêcher. On appelle ça la pêche sur les rochers. C'est ça que nous allons partir pratiquer maintenant à la plage. Voilà pourquoi Mabali nous a présenté les bouées auxquelles est attaché le fil nylon. C'est avec ce bouée qu'il pêche avec. diga gina bon tare me waje bo me sha wana ma jiyo ma do na jipe ka ma ka jan Es ist nicht so, dass die Bagyeli überhaupt nicht fischen. Sie fischen schon ein bisschen, aber das ist im Vergleich zu den anderen Bantu-Bevölkerungen sehr rudimentär. Sie fahren auch nicht mit dem Boot aufs Meer raus und das geht sowieso, also es trifft sowieso nur für einige Bagyeli-Dörfer zu, nämlich die direkt am Meer wohnen. Der Rest hat ja sowieso keinen Zugang zum Meer. Und die Art, wie sie fischen, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Sie haben eine Nylonschnur, haben einen Haken dran und stellen sich auf die Felsen direkt am Ufer und halten dann ihren Haken ins Wasser und fangen dann aber auch zwischendurch was. Wie wir gesehen haben, wurde da eine rote Dorade gefangen von einem der Kinder. Aber also die Bagyeli essen Fisch, sie mögen auch Fisch, aber ich denke, sie bevorzugen schon Fleisch und Fischen ist eher eine Beschäftigung für Kinder. Les Pygmées sont les premiers peuples qui ont habité ces départements. Alors, ils ont été repoussés en brousse par un poisson. Un poisson? Par un poisson. Donc, ce poisson, c'est la dorade. La dorade rouge. La dorade grise. Donc, quand ils préparent ces dorades, la bouche de la dorade reste toujours rouge. Alors, les Pygmées, les Bagyeli sont dit, mais quel est ce poisson qu'on le prépare, toujours sa bouche est rouge. On le prépare, sa bouche est rouge. Ça, c'est un poisson mystique. Donc, on pense que le poisson-ci peut nous créer des problèmes ici-là. Donc, c'est mieux qu'on laisse cette côte et que nous, on se réfugie en brousse. Et c'est par là où les Mabi et les Batanga ont occupé la côte. We thought we'd try a little experiment. The people in Bibira, they've been having some health problems. And so we thought we'd bring out a medical worker, who was a nurse from Kribi, a Bulu-speaking man. It was an interesting experience because we saw what a disconnect there was between the modern medical approach and the way the Bakola live and the way they see things. And they were coming
with things that we wouldn't say were medical problems. Et on mène à bruit, mais d'accord. Et dit, quand il a beaucoup bu, il tombe malade. Ça, c'est normal, je crois. Oui. Yon Daniel. Samuel. Yon Samuel. Yon. Son problème, c'est qu'il a une gale surinfectée. Bon, et puis, son cœur baigne dans l'eau. Et c'est l'eau-là qui gonfle les pieds. Bon. Il faut maintenant donner un remède pour qu'il pisse beaucoup. His approach is very modern, very professional, but not necessarily able to relate to the people. In fact, he's used to relating to them as, shall we say, pygmies, kind of looking down on them. You could see that the way he was talking with them. So I think there's some problems. We want to help the people, but it's not obvious how to help them because modern medicine isn't set up for their situation and for their culture. The nurse said very clearly that most of their problem is lack of hygiene, and most of their health problems would clear up if they would change their practices. But this is cultural, the way they clean or don't clean. And this is so it's very interesting, but at the same time a little disappointing, Ça c'est le corset qu'il essayait d'utiliser. Bato, moto, kina ulama vang weki tas rika koviri wa ngala nyundo jimpili Jacques Bagyeli. The doctor prescribed, for the most part, Tylenol or aspirin, and he also prescribed vitamins. Those are the two large things he prescribed. And those are things which are, it's not necessarily as expensive for us to buy that for them, and it's not necessarily helping in the long run. There were a few infections where he was prescribing antibiotics, and that probably would help. Il y a 2 enfants qui sont arrivés en retard là, qui ne sont pas très bien. Il y a un qui a une toux qui m'inquiète. Il ne mange pas, dès qu'il mange, il rejette. Il y a l'autre qui est pâle. Ich glaube, er ist völlig unterernährt und ich glaube, ihm fehlen sämtliche Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, alles. Es sieht schrecklich aus, ich habe das noch nie gesehen. Man kann sein Herz sehen, wie es schlägt, weil er so abgemagert ist. When a child can't eat, their mindset is, well, maybe the spirit in him doesn't want to stay, because he should be eating. And my idea is, well, let's spoon feed him. Let's try to really, encourage him. They're like, well, he's not going to eat, And they, historically, their culture expects all children to die. That's been the way it's always been. Usually it's too expensive for them to buy medicine. As inexpensive as it is by Western standards, might cost equivalent of 10 euros. Well, to them, that's more than they could imagine coming up with at one time. These are the things when we talk, there's a lot of discussion about integrating the pygmies, but it doesn't always work very well to integrate them. They tend to lose and they become integrated, Allez, tu l'entends de vieillir. Linda lost her lover in the early part of autumn, and she moved out to the country, and all would be forgotten. Last time that I saw her, she was making sure the winter couldn't come into the cabin,
where the door was several inches from the ground, the cold hard brown. And it's hard to go down easy. It's hard to keep from crying. And it's hard to lose a lover in the early part of autumn. Voilà. Okay, bon, awa bubu. In Süden, dem Heimatdorf von François, haben wir ein paar Bantu-Farmer gefragt, wie sie denn eigentlich zu den Bagyeli stehen. Süden liegt nur ein paar Kilometer von Kribi entfernt und Kribi wiederum ist so ziemlich der größte Touristenort in ganz Kamerun. Die Leute hier im Dorf sprechen Mabi, eine Sprache, die ziemlich nah verwandt ist mit Gyeli. Je pense que les Bagyeli et les Mabi sont des grands amis. Dans le département, on trouve les Mabi, les Batanga, les Yassa, les Boulou, les Bagyeli, mais dans tous ces tribus-là, le Bagyeli est plus ami avec le Mabi. Voilà pourquoi d'autres tribus appellent les Mabi que vous êtes les pygmées, vous êtes les pygmées, parce que nous sommes plus rapprochés avec les pygmées et les pygmées nous soutiennent beaucoup par rapport aux autres. Premièrement, les pygmées, ce sont des humains comme nous. Mais ils ont une vie trop opposée à la nôtre. Parce qu'eux, ils n'aiment pas vivre en collectivité. Ils aiment seulement vivre entre eux. Donc, mais nous, on les a toujours acceptés comme nos frères. Ich denke, dass das, was die Farmer sagen, nicht immer unbedingt das reflektiert, wie auch ihr Verhalten gegenüber den Bagyeli ist. Also ich denke, dass es würde mich nicht erstaunen, wenn einige der Leute, die sich sehr positiv den Bagyeli gegenüber geäußert haben, sie vielleicht am Ende doch diskriminieren in ihrem Verhalten. Aber ich denke auch, dass die Einstellung sehr ambivalent ist. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und dieses Paradoxe sieht man auch innerhalb der Bagyeli. Auf der einen Seite möchten sie gerne Häuser haben mit Wellblechdach und Holzhäuser, nicht diese Hütten, die sie traditionell haben, sondern sie möchten eigentlich genauso gut leben wie die Farmer, aber andererseits möchten sie ihr Leben als Jäger und Sammler auch nicht aufgeben. Heute fahren wir nach Kolong und sind ganz froh, dass wir ein Auto haben. Es hat gestern so sehr geregnet, dass es absolut matschig ist. Wir haben geplant für heute ein paar Kinderspiele aufzunehmen. Wir wollen uns erklären lassen, wie Hunde dressiert werden und was noch? Ach so, Musikinstrumente. Il y a personne? Il n'y a personne. Il y a personne. Wir kommen an und es ist keiner da. Oh, il va les appeler. Ok. Ok. On va les attendre là-bas. Ok. Ah ouais. On va me volontiers le boîtier, Nadine. Hein? On va me volontiers le boîtier. Mambi. Ah non. Tosa. Yang pampa. Yang pampa. Alle wieder da, sogar Ada. Nadine. Merci so. Glück, dass wir jetzt Zuflucht in einer Hütte gefunden haben. Es regnet nämlich schon wieder stark. Ich hatte gehofft, dass es besser sein würde, aber wir warten einfach ab, wie lange der Regen andauert und gucken mal, was passiert. Man kann es echt nicht sagen.
Immerhin ist es ja gut, dass die Leute da sind, wo wir vor 2 Minuten gehört haben, dass sie alle nicht da sind. Eine Überraschung nach der anderen. Ça, c'est comme un centre d'apprentissage pour les petits-enfants à mieux viser la cible des animaux. Alors, comme ici, ils ne sont pas directement en brousse. Et ça, le kenjo, ça remplace les animaux. Donc, on le lance, ça roule, et puis les enfants sont là, ils se mettent à viser. Celui qui pique le plus, celui qui est le plus habile guerrier. Die Daten, die wir sammeln, die kommen am Ende alle in das Archiv des Max-Planck-Instituts in Nijmegen. Da werden die Daten dann gelagert und es wird garantiert, dass die für die nächsten 50 Jahre dort behalten werden und dass die Daten auch immer abgedatet werden auf das Format, was gerade in ist, sodass es auch garantiert wird, dass diese Daten auch in 50 Jahren noch lesbar sind auf normalen Computern. Njango. Wona wasana ope mpi hikara chiripe mbi yaka jimbe. Toka lelande. Toka. Kibala bweti. Toka lelande ke punda ye telefone. Toka lelande. Toka. Akira bako lenye binkiwa bol sapoma bochiri makamaka. Ampule bumangola. Adalo. Ba se ejo. Jo se ejo mumudo. Wadiga me pe. Wadiga tala kerega. Owe! Okay, you are no. What did they say? Get up, yeah. No away. Oui, il est en train de casser le bambou de Chine séché pour fabriquer le billet avec ça dans le bois de chauffage. Ça c'est le mabois. Dans le mabois, c'est à Bagyeli, ce qui veut dire les fruits à pain. Ça, le goût de la pomme de terre. Ça c'est un préparatif nature.
Donc il dépouille son écorce. Et puis il saisit l'intérieur, qu'il découpe, il met un peu du sel, il pose sur une marmite, dans une marmite, il recouvre avec les feuilles de bananier, il verse de l'eau et puis il met au feu pour l'ébullition. Und es gibt Palmfrüchte. Ich bin völlig erstaunt, dass die so gegessen werden, weil ich immer gedacht habe, dass nur Palmöl daraus gemacht wird. Aber anscheinend werden sie gekocht und gegessen. Ich muss sagen, die schmecken echt lecker. Also das schmeckt so ein bisschen nach nichts, aber wenn man das dann mischt hiermit, ist es wahrscheinlich auch sehr nahrhaft, weil da einfach so viel Öl drin ist. Wahrscheinlich wie Oliven so ein bisschen. Es macht ein gutes Essen, also ich bin sehr zufrieden. Schmeckt lecker, es ist was ganz anderes. Ich empfehle es dir wärmstens. Wenn man ins Feld geht und auch vielleicht mit so einem laienanthropologischen Hintergrund, denkt man sich immer, man muss die großen Sachen filmen, die traditionelle Heilung, die Tänze, das Besondere. Aber was eigentlich auch sehr, sehr spannend ist, ist einfach das alltägliche Leben zu filmen. Wie putzen sich die Bagyeli die Zähne? Sie werden natürlich keine Zahnbürsten haben, so wie wir das kennen. Und auch das sind Sachen, die wir dieses Jahr gefilmt haben. Wir haben gesehen, dass das Rasieren mittlerweile auf sehr moderne Art funktioniert. Zum Beispiel das eine Kind, dem wurde der Kopf rasiert, einfach mit einer normalen Nassrasierklinge. Und wir haben auch gesehen, wie gespült wird. Und das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, dass gewisse Gräser als Schwamm benutzt werden. Und dann wird dieses Grasbündel in Wasser getaucht und damit werden dann die Teller abgespült. Also auch wirklich sehr viel alltägliches Leben dieses Jahr gefilmt. Das war sehr schön. Na Mana! Ja, neben der Feldforschung und den Aufnahmen, die wir im Feld machen, bin ich damit auch gerade beschäftigt, einen Vortrag für die WOCAL, die World Congress of African Linguistics, vorzubereiten. Das ist gut, dass Martin da ist, weil wir dann über meine Daten zusammengehen und er mir ein bisschen Rat gibt und es hilft schon sehr, dass er da ist. Das Problem ist, wie diese Sprache Konstruktionen ausdrückt, wo zwei Nomen verlinkt werden. Wir haben das zum Beispiel im Englischen, the mother of the friend. Und dann kann man sich vorstellen, dieses of, dieser Linker dazwischen, sowas hat die Sprache hier auch. Und das Interessante ist, dass man dieses verlinkende Element manchmal weglassen kann, aber manchmal muss es auch da bleiben. Zum Beispiel die Hitze von dem Holz. Also wenn man sich vorstellt, das Holz lag in der Sonne und jetzt ist es warm, dann sage ich le diou le yi. Und le ist das verbindende Element und das muss da sein auf alle Fälle. Wenn ich aber dann von viel Holz rede, dann wäre das nicht yi, sondern beyi. Und das würde dann le diou le beyi heißen und in dem Kontext kann ich dann das le in der Mitte rauslassen und einfach nur le diou beyi sagen. Mein Vortrag ist heute Abend um 6:30 oder so. Ich hoffe, dass die Zuschauer noch munter sind dann. I have to say in the end that it's also quite difficult to elicit these things. As I said, in the default case is that you can just omit it. So if I look at texts, this construction does not occur that often anyway, and elicitation is really, I've worked a long time on this and people just get very bored with it. It's a very boring work and so yeah. So, but if you have any input, I would be most grateful. Thank you very much. Wir haben ja immer das Tanzen fotografiert und gefilmt und zum Tanzen gehören ja auch die verschiedenen Musikinstrumente, die gemacht werden und diesmal haben wir uns dann auch zeigen lassen, wie die Musikinstrumente gemacht werden. Avance, 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 avance,
Beispiel die großen Trommeln, von denen es 2 oder 3 gibt bei dem Wapea-Tanz. Und dazu wird dann ein Stück Holz ausgehöhlt und am Ende wird traditionell eine Tierhaut drüber gespannt. Ça c'est la jungle. Oh. Bah, pour les malades, ma pour m'embêter, tu vas m'embêter les nous des enfants. Yo te vois même. Banda jimbati fulo, yiti ebe vino, mba wanye yinde. Da Tierhäute aber heutzutage sehr schwer zu bekommen sind, nehmen die Leute ganz pragmatisch einfach dicke Plastiktüten, die man auf dem Markt für 500 Francs kaufen kann. Und die werden dann festgemacht, indem ein oder mehrere dicke, biegsame Äste drumherum gewickelt werden. Die werden dann festgenäht und zum Spannen werden dann Holzpflöcke zwischen die Trommel und den äußeren Holzring gehauen, damit das auch wirklich alles schön gespannt ist und es einen guten Ton gibt. Ein anderes wichtiges oder interessantes Detail, was wir gefilmt haben, ist, wie Kinder bestraft werden. Wir haben den einen Tag 2 Jungs gesehen, die hatten Fisch geklaut und wurden jetzt dafür ihren Diebstahl bestraft. Und zwar mussten sie sich dann in die Ecke einer Hütte hinhocken, auf die Knie, Hände hinter den Rücken in eine unbequeme Haltung und mussten dann da so eine ganze Weile sitzen bleiben, vielleicht 15 bis 30 Minuten, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, es war nicht das Unbequeme, was dann am Ende die Strafe ausmachte, sondern die öffentliche Demütigung. Also ich denke schon, dass es den Kindern sehr peinlich war und ich nehme an, dass das eine Art der Bestrafung ist, die dann auch wirkt und wahrscheinlich werden sie es nicht nochmal machen. Man kriegt das ja am Rande so mit, bei den Bantu-Farmern ist es oft, dass die einfach angeschrien und dann werden und vielleicht mal einen Klaps bekommen oder auch mehr. Und das fand ich sehr gut bei den Bagyeli. Ich sehe eigentlich selten, dass Kinder angeschrien werden und sie werden auch eigentlich nicht geschlagen. Und dann haben wir ein Fingerpiano gesehen, was auch dann für uns gemacht wurde, wo es einen Hohlkörper gibt und auf den Hohlkörper werden dann auch eine spezielle Art von dünnen Astscheiben gespannt und die Leute sind sehr geschickt, das zu spielen. Ils fabriquent les petits paniers, donc les danseurs dansent avec au pied, on appelle mangeant, c'est ça qu'ils fabriquent maintenant. Leute Aluminium, das sie in kleine Stücke schneiden. Das Aluminium kommt dann als Klangkörper in diese Rasseln rein und das wird dann festgebunden. Ein anderer wichtiger Teil des Wapea-Tanzes ist natürlich die Maske, es ist das zentrale Element und auch da haben wir uns dann en Detail zeigen lassen, wie so eine Maske geschmückt wird, hin vom Kopfschmuck, denn das Wichtige ist, dass das Gesicht bedeckt ist, dann gibt es verschiedene Arten, wie das obere Ende des Kopfschmuckes gefertigt werden kann, die Hände und die Füße werden bedeckt.
talk today about when the wrong language is being documented, language documentation, and language dynamics among the Bakola. Does everyone have a handout? The presentation by Dan and Emmanuel was provocative, was challenging, but it comes directly from our project. The question was, what is this language? Are we not inventing a language? Are we not trying to find something that is stable and standard and fixed, where it doesn't really work that way? It's essentially at least practically three different languages that we're trying to document. And it's really made us change the way we approach the project. And so I think that's what we're trying to bring to this conference, is a little challenge for those that will be doing field work, is to not just let your preconceptions or your previous ideas determine your approach, but be flexible enough to adapt and change according to realities. Language use in purely Bakola setting is very diverse. Actually, it's very hard to isolate a unique code that would account for language use. And this video I'm going to show illustrates how easily a speaker is able to shift from one language to another depending on the addressee, that's the person he intends the message to, and the subtitlings indicate in which language is being used. He was not able to control himself. He very easily shifted back to Fan. Then he was recalled again, and then he continues in Bagyeli. So this constant mixing of code is part of their daily language use and should be accounted for in the course of a documentation project. Anscheinend haben sie die Nacht über gewacht und die ganze Nacht Party gemacht. Mal sehen, wie nüchtern sie noch sind und mal sehen, wie gut sie uns noch irgendwas vormachen können heute. Vielleicht, ja, wir werden sehen, was passiert, wie immer. Ils peuvent expliquer ce qu'ils font? Il faut parler. Anabienge wayagu bachire bakuma shabachire bampu bisingi tire agwa wanompia na bwenjo tu nambo maze kumbo waya mekumbo waya manzi yo kumbo we fuka we mbe mo mwazo ama bo mwazo ore ma be mo mwazo wale lambo si na sinema ba ba bo ba ile ga kande furo na wala mo de na bienge ba uchinji ba to ba chichi ba na meno sio kombo wana bwana ba de ba de gamanjana meno ama maje makala ama namba nda wa pele na jibo ye de la wo tiri abuwa ce pe onya tirinji abuwa nji nwa to berere mbo dubo sanje o jima chengwe mbo tenga be na bi kana ba na te se na le lambona donc pour on dit ma na boka o diga mpo o nya mwazo mwambo le ma tiri no te allez les piliers, aïe, comment? Voilà. Un chongo,
Wenn man so die Küche und die Nahrung der Bagyeli mit den Farmern vergleicht, dann sieht man schon wirklich, dass die Bagyeli Jäger und Sammler sind. Die beziehen eigentlich ziemlich all ihr Essen aus dem Wald. Also wir haben ja viel Zeit im Dorf verbracht und wir haben immer gesehen, wie unterschiedlich, so wirklich sehr diverse kulinarische Spezialitäten angeschleppt wurden. Es ging los natürlich mit verschiedenen Tieren, eine Viper, eine kleine Antilope, oder sogar 2, eine Waldkatze, also es war wirklich sehr unterschiedliches Fleisch und dann aber auch sehr viel vegetarische Ernährung, zum Beispiel allerlei Arten von Nüssen, die dann auch von den Kindern gerne aufgehackt und gegessen werden, verschiedene Arten von Früchten oder auch was sie Masunge nennen, was die Affen sehr gerne essen, aber die Bagyeli natürlich auch. Und auch alle möglichen Arten von Wurzeln. Also es ist und Pilze natürlich. Es ist eigentlich eine sehr abwechslungsreiche Ernährung. Yo anzi bi ofe na ba ye ka o mabundo muda pe na ko kana ji manyo ka o saleba na ko kana ji manyo na ba mone ba diga le kwa ba na kana nyimba na mfi pa se nyimba ye na to anzi jempu ka metele mbu bim mbi mo wunde pe ma si ka ma lo ka jango ka ma si juba ti de to ba tane na ba kawo na kwa ne ba la le so na ma be na jama kwa na ba pil ayisa yeti wa ye donc quand on sait que du bâti va tanner quand tout mais qui a mon four on t'a pas battre mais bimbo le mais quoi maintenant. Und wir haben zum Beispiel gesehen, wie die eine Antilope, die auch abgegeben wird, zubereitet wurde, sodass sie sich länger hält für den Farmer. Und dazu wird dann erstmal das Fell abgebrannt, also das Fell gereinigt, dann wird das Tier aufgeschnitten, die Innereien werden rausgenommen, das Tier wird gewaschen und am Ende haben wir gesehen, dass bei den größeren Tieren Stöcker so von den Vorderpfoten und auch in den Unterpfoten gespannt werden, damit das Tier schön auseinander steht, dann so kann man es besser räuchern. Eine weitere Spezialität der Bagyeli hier ist, was sie Mbumbe Wagumo nennen. Das ist Brot aus zerstampften Nüssen. Also es sind so kleine Nüsse, die sie dann in Französisch Noisetten nennen. Und die sind eben zerstoßen worden und werden in diesem Brot verarbeitet, in das auf alle Fälle auch noch Chili reinkommt. Das Ganze wurde gemischt und dann war das wirklich, nachdem es so zerrieben war, wirklich ein richtiger Teig. Und der Teig wurde dann gerollt in Bananenblätter. Die Bananenblätter werden zugeschnürt und werden dann in Wasser gedämpft für vielleicht eine Stunde oder ein bisschen weniger. Und wenn es dann warm ist, dann schmeckt es richtig gut. Wenn es abgekühlt ist, schmeckt es nicht mehr so gut. Ja, Mino stellt jetzt den Topf aufs Feuer und zündet vorher das Feuer an mit den leeren Dort-Tüten. Der Alkohol ist getrunken, aber ich denke, der Restalkohol, der lässt das auch alles ganz schön gut brennen. Il faut partager, c'est trop grand. Es ist immer schön, die Reaktionen zu sehen. Ich glaube, das lauteste Gejohle gab es bei dem Foto, auf dem Mambi Fußball spielt und der Ball gerade so schön hochspringt an seinen Fuß. Und die Leute haben sich sehr darüber gefreut. Die freuen sich immer, sich selbst auf den Fotos zu sehen.
Abu me banje be. Yeah. Yeah. Let her do it. Yeah. Nindi na jona. Eto. Here at Wokal, in addition to presentations, we have posters, and these posters we put up and people can just come and look at them as they have time. This is particularly a poster about one aspect of the Bagyeli or Bakola language, and that is how is it changing? And what's interesting is that we are documenting the language at a time when the change is happening. Most of the time when you're talking about language change, you have to be very theoretical because it's something happened a long time ago. So we're right here to see what's happening. Yeah. And we have a chance to document on the one hand, on a very giant scale with hours and hours of text. On the other hand, a very fine scale by doing separate dictionaries and developing lexicons, 3 different lexicons, and in fact, 3 different grammatical analyses. So it's encyclopedic knowledge, which we're shooting for, and it's quite daunting. But I think it has real interest for humanity and for the academic world. It's Wednesday morning. Tomorrow, Martin and I are heading off to Boya. This is our final trip to one of the camps. This is going to Bibira, place where we first started working. We're going to be showing them some videos that we took on the big screen, hopefully. You and Bamba? Daniel. Wow. Hey! Come on, dog. Ọmọ ọ̀dọ̀ jáde ìwé kún bí a ṣe ìsàlẹ̀ ló yóò rí àmì ìgbà pẹ̀lú fún ọ̀rẹ́. Yẹ́ bóyá yá dé lẹ́nu. Yẹ́ bẹ̀ dí òwe bòrò. Alọ́ ìyẹn ní pọ́pọ́ àná. Láyé ẹ̀ṣẹ̀ fún gbàmbá. Ní nà fẹ́rẹ́ dì náà ń bọ̀ àmà. Ṣé bọ́lá bí àdílé ní lábẹ́ ìlẹ́dí àmà. Máa fi ọmọ mẹ́rin yẹ́ bóyá yá dé yìí. Bà kú. Kí ẹ nà kú. Gina yo mbuambi. Mabe. Ni ba do wala. Ambo yidi mu do wan wa. Ni e ba do wala mu mpele pe family wa mu. Yo bol manya di mata maje. Shile. Maman. Me kwale maman. Ngwa ma. Ibi ki le mesa maman. Na pula nyame njina vi mo. Bini manya wajire. Na jana nya pechi do nya nwa agaga. Akina ve tuse to boambo ka ula bo nyamo mama wonde na. Bo shuje na pula bo nyamba me wo wajire. Ni bo gina bo be abona list manjima. Nya telembe. Na murini na. Wewe na shabu foto mbe.
Jasi ka umeji. Manzola ya je kwa le ngojo. Wir sind hier in Bomnapenda und hier soll heute Abend eine sogenannte Manga stattfinden, eine traditionelle Heilung. Und den Regisseur sieht man schon im Hintergrund. Wir sind ein bisschen verspätet angekommen und müssen jetzt zusehen, dass wir vor Einbruch der Dunkelheit das Licht aufgebaut haben, damit wir heute Nacht bestmögliche Filmkonditionen haben. Aber das sollte zu schaffen sein, besonders da unser Fahrer Jean-Claude anscheinend sich mit dem Licht schon gut auskennt. Also wir sind gespannt drauf, was heute Nacht passiert. Cette danse de manga, c'est spécialement pour soigner des gens, pour guérir des gens qui sont dans leur corps, ils sont habités par des mauvais esprits, soit ils sont malades par les mauvais sorts que les gens peuvent jeter sur eux. Alors vous voyez quelqu'un qui peut devenir très maigre, mais après on peut le soigner pendant le temps de manga. Il entre au milieu, il commence à chanter. Et alors, un temps, on amène dans les patients, on pose des nattes, soit une natte, soit un tissu par terre. C'est là où le patient vient se coucher. Amène tous ces instruments, les objets pour le soigner. Ça peut être des peaux de tigres, ça peut être des peaux des autres animaux. Alors c'est ça qu'il utilise. Il frappe sur le patient et pendant ce temps, pendant qu'il est en train de frapper, c'est soigner qu'il est en train de faire. Akina na ushigua no bia ushigua mafuma momem edoza va maka na mavudo mama nyengo ya belenda na bamone ya kemanta mama bwa mama tangane bike bana bamone ya kemanta mama bwa mama tangane na gi. L'esprit mauvais ne va pas chez le guérisseur, mais le guérisseur, lui, il a sa puissance en lui. Mais l'esprit qui est chez le patient, chez le malade, c'est cet esprit-là que le guérisseur, avec l'esprit du guérisseur, il combat contre l'esprit qui est dans le malade, le patient.
savez, les Bagyeli sont tellement forts dans la médecine traditionnelle. Jetzt ist er schon sehr müde, er ist auch schon nicht mehr er selbst, sondern er, ich weiß gar nicht mehr, was auf Deutsch sagen soll, hat sich schon quasi als Geist verwandelt, um dann mit den Geistern zu kommunizieren. Mais de l'encadre, mais si tu as l'encadre, moi, on s'est mis là, mais il y a un bon billet, moi, piano. Oh, j'ai mais depuis, mais c'est voilà quoi, j'ai moi, piano, mais nous. Amma bena, mourir qui voit. Mais gasser mourir bien en pago. Mais même moi, dis-moi à Sambi. Dans la canne, Kandaka. Il y a un peu du mot bourré. Un peu du mot bourré, il peut du mot bourré, salé. Et même n'a pas du mot, même à bourré. Un peu de bourré, un calari. Il est salé, un campélé, mon fond calari. Mais métier est de Togine, ma womatane. Ne me dina, mais non dina. Die diesjährige Vokal ist mittlerweile beendet. Wir haben alle unsere Vorträge gehalten. Da das jetzt natürlich das letzte Projektjahr ist, war auch besonders diese gemeinsame Konferenz so etwas wie ein Abschlussereignis in unserem Projekt. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich an unseren Daten weiterarbeiten. Wir haben ja diesen Sommer auch noch mal ganz viele Aufnahmen gemacht und die müssen alle bearbeitet werden und das braucht Zeit. Also ich denke schon, dass ich weiterhin auch in den nächsten 1-2 Jahren immer wieder auf Daten aus diesem Projekt zurückgreifen werde und auch natürlich linguistische Analysen auf anderen Konferenzen präsentieren werde. Und ich denke, das wird sich schon noch 1-2 Jahre mindestens hinziehen, eventuell sogar mehr. I think the project will bring us, all of us, very vivid and interesting
snapshot of the Bakola way of life. And I'm sure many will be fascinated by it. I think this project is definitely beneficial for the Bakola because it promotes their image, and for the scientific world because it brings Bakola now closer to the world. Well, you may live somewhere far away, but this is part of your humanity, and it's part of your world, and it's part of the richness of our humanity that we're trying to make available to everyone. And I think that's why what we're doing is special. Ich denke auch, dass die Sprecher uns vermissen werden, denn die Sprecher haben in ihrer Abschiedsrede zu uns gesagt, dass wir jetzt nicht einfach verschwinden können, denn wir sind doch ihre Weißen. Was sehr lustig ist, denn normalerweise sprechen ja die Bantu-Farmer von ihren Pygmäen in dieser Possessivkonstruktion. Das ist sehr schön zu sehen, wie jetzt die Bagyeli uns zu ihrem Eigentum erklärt haben. Ich finde das sehr süß. What's sad is this work in 100 years will be what's left. There won't be a chance to come back and study the nature here. And there won't be a chance to come back and study the Bakola as they are now. They hopefully will still be alive, but they'll be different. They probably won't have a forest lifestyle anymore.